Wir sind Ole und Becky und seit Anfang dieses Jahres sind wir für unser Work-and-Travel-Jahr in Neuseeland. Auf unserem Kanal möchten wir euch mitnehmen auf unsere ganz persönliche Reise. Hier seht ihr Eindrücke von diesem wunderschönen Land und von unserem Alltag auf Reisen. Hallo ihr Lieben, erinnert ihr euch noch an uns? In unserem letzten Video waren wir auf großer Mission. Wir haben unseren ersten Roadtrip gemacht und zwar von Christchurch nach Cromwell, um unseren potenziell zukünftigen Van anzuschauen. Und das Fazit war: Wir haben gerade unseren Van gekauft, unser neues Zuhause. Aber jetzt ist erstmal Zeit für ein neues Video, denn das nächste Abenteuer ruft. Unsere erste Roofing Experience. Bevor wir Christchurch nach nun fast 2 Wochen verlassen würden, mussten wir uns natürlich endlich nochmal so richtig die Stadt anschauen. Christchurch ist die größte Stadt der neuseeländischen Südinsel. 2010 und 2011 wurde sie von 2 Erdbeben heimgesucht. Bis heute finden noch Wiederaufbaumaßnahmen statt. Bei einem Spaziergang durch die Stadt fallen immer wieder Malereien auf an Hauswänden, die durch ein abgerissenes Nachbarhaus plötzlich frei liegen. Eine sehr außergewöhnliche Sehenswürdigkeit ist die Cardboard Cathedral, eine Kathedrale gebaut aus Pappe und Holz. Sie dient als Ersatz für die vom Erdbeben zerstörte Kathedrale. Wir schlenderten noch ein wenig durch die Stadt und endeten dann in einer Gin-Bar. Unser Fazit leider: teuer und nicht besonders lecker. Aber hey, der Drink hat geglitzert. Nach unserem kleinen Ausflug war es dann aber wirklich Zeit zu packen und uns auf die nächste Phase unserer Reise vorzubereiten. Roofing auf der Banks Peninsula. It's a lot, it's a lot, it's a lot. Nein, live. Time to leave. Wir haben wieder richtig Glück gehabt. Es ist hier unser letzter Morgen im Airbnb und wir kriegen tatsächlich einfach das Auto von der Hausbesitzerin. Und habe versucht, ihr Auto zu reparieren, habe aber nur das Problem lokalisiert und da ist eine Mechanik weggebrochen in der Tür und das schließt die Tür nicht mehr. Aber vielleicht finde ich da nochmal eine Lösung in der Zeit, in der ich das Auto jetzt habe. Genau, sie meinte nämlich, Ole, wenn du die Tür reparierst, dann kriegst du das Auto für heute. Hat alles jetzt nicht ganz so gut geklappt. Hat sie uns aber trotzdem Und jetzt kriegen wir es nicht nur für heute, sondern für die ganze Woche und es ist mega geil, weil da, wo wir rufen, soll es mega schön sein, aber es ist auch echt ab vom Schuss. Fährt ein Bus einmal am Tag. Und mit Auto wären es über eine Stunde überhaupt hierher. Auf jeden Fall lost. So haben wir die Möglichkeit, dort auch ein bisschen unterwegs zu sein. Wir sind dann unabhängiger. Und es ist auch 4x4. Es ist 4x4, es ist Oles Das Traum. heißt, Ole wird auf jeden Fall auch nochmal ein bisschen die Backyards. Ja, also es ist perfekt, es ist der Hammer, wie sich das alles fügt. Und wenn wir jetzt eingepackt haben, etwas, worüber ich mich hammermäßig freue, wir wollten ja gerne zu diesem NZ Spirit Festival, was uns Christiane und viele andere empfohlen haben, was hier nächste Woche ist. Dort haben wir uns noch jetzt sehr kurzfristig beworben als Volunteers, haben gestern beide eine Absage bekommen. Aber gestern Abend schrieb mir die andere Hoop-Tänzerin, die ich in Littleton kennengelernt habe, mit der ich zusammen getanzt habe, ob ich Lust hätte, mit ihr zu performen und dass ich dadurch freien Eintritt bekomme. Und das ist so krass. Oh mein Gott, ich bin gerade erst hier angekommen und schon habe ich die erste Möglichkeit, eben einen Auftritt zu haben. Jetzt brauchen wir nur noch für Ole eine Möglichkeit und wenn er jetzt nichts findet, dann kaufen wir ein Ticket, teilen uns den Preis und dann, es ist auch Hammer. Hammer, wie du dich bewegst in den Outfit, Hammer. Das ist jetzt hier auch lizenzfrei, weil ich denke das selber. Bye, Garrett. Get inside, take a ride. Let's go. Wo müssen wir denn jetzt überhaupt hin?
an der Colombo Street. Und vor dem Moving haben wir uns gedacht, besuchen wir nochmal unsere Freundin Christiane. Also Ole macht hier schon echtes Woofing. Guten Morgen! Heute aufgewacht an diesem wundervollen Ort. Wir haben hier gestern ein bisschen bei der Gartenarbeit mitgeholfen. Ula hat einen Teich repariert und ich habe mich hier so ein bisschen kosmetisch, wie Christiane gesagt hat, um die bewachsenen Treppen gekümmert. Es ist einfach so schön hier. Wir haben in einer kleinen Cabin geschlafen hier. Es ist einfach so toll, hier in dieser Umgebung aufzuwachen, mit dieser Ruhe. Diese Naturgeräusche. Da kommt Ole. Christiane hat uns in die Schokofabrik gerufen. Hallo. Vamos a la playa. Oh, oh, oh. Ja, nachher fahren wir zu unserer Wooferin. Oh, da unten sehe ich schon das Wasser. Dann fahren wir nach Pigeon Bay. Hey, welcome to our new home, Caveman. Wir haben auf jeden Fall den besten Platz gefunden. Banks Peninsula, eine Halbinsel bestehend aus vielen kleinen einzelnen Buchten. Es hätte nicht besser kommen können für uns. Um hier unseren ersten längeren Aufenthalt außerhalb der Stadt zu erleben. Also ich verstehe jetzt auf jeden Fall, warum unsere Woofing-Leute uns nicht abholen wollten. Now I get it. Banks Peninsula verzaubert mit atemberaubenden Ausblicken über die Berge runter auf das offene Meer mit abenteuerlichen Wanderwegen, Stränden und kaum berührter Natur. Was ein Ausblick. Was ein Ausblick. Hallo Leute, guten Morgen. Wir sind mittlerweile angekommen. Wir sind seit vorgestern eigentlich schon,
in unserer Roofing Location. Einfach, wir hatten so eine krasse Fahrt hierher. Wunderschön. Und wir sind jetzt auf einem riesigen Gelände. Fassbar, es ist so groß. Es ist so schön und es gibt sehr viel zu tun. Ole ist hier auf jeden Fall für die Gartenarbeit, harte Arbeit zuständig. Und ich bin für mich so ein bisschen wie so ein Au-pair, das sich ums Kind kümmert und so Hausputzsachen macht. So, Ole Baut den Grill zusammen. Okay. Aus dem Schuppen hierher zusammengebaut, sauber gemacht. Habe ich ein Grillgeschenk bekommen von ihren Freunden. Das ist hier auf jeden Fall sehr weit verbreitet, Secondhand. Und jo, der wird jetzt sauber gemacht. Das war Oles Job und der hat gestern auch so eine riesen Hecke irgendwie beschnitten. Ja, im Dschungel war ich. 4 Meter Flak. Aber auf diesem Gelände. Ich hätte gerne eine Machete gehabt und nicht nur so eine kleine Handsichel. So. Ich habe eben zum ersten Mal mit der Kleinen gespielt, was mich sehr gefreut hat, weil ich bin zuerst nicht so an sie rangekommen. Sie war sehr schüchtern und immer bei Mama auf dem Arm. Nach so 1,5 Tagen hat es geklappt. Ich habe gerade eine halbe Stunde oder so mit ihr gespielt und es lief richtig gut. Es ist wirklich so. Und jetzt höre ich mal auf zu quatschen, denn ich bin ja endlich on work. Und ich werde jetzt ein bisschen Staubsaugen, Staubwischen. Was sollte ich noch machen? Den Hund versorgt habe ich schon. Ja, also wie gesagt, ein bisschen Au-pair arbeiten und später. Ich habe fast alle meine Aufgaben für heute erledigt. Und die letzte ist Wäsche aufnehmen, Wäsche zusammenlegen. Das mache ich jetzt. Dann bin ich durch für heute. Und hier ist der wunderschöne Garten. Hallo, wir sind gerade auf dem Weg nach Akaroa zum ersten Mal, um uns auch mal diesen Ort ein wenig anzugucken. Ja, soll nämlich wunderschön sein, wie der Name schon. Ja, er klingt irgendwie schon so wunderschön. Heute war der zweite richtige Arbeitstag von uns. Ja. Wir haben heute sogar 6 Stunden statt 4 Stunden gearbeitet. Nur weil es so gut viel Spaß gemacht hat. Genau, Okay. und weil unsere Host uns angeboten hat, dass wir heute ein wenig vorarbeiten, um dann morgen Bei 2 schönem Stunden früher Wetter. gehen zu können. Genau, wenn das Wetter besser ist, dann macht sich das auch besser. Ja. Mit Erkunden. Weil hier sind auch auf jeden Fall ein Haufen Tracks, davon werden wir demnächst noch einwandern. Morgen wollen wir unbedingt wandern. Und ich glaube, uns hat der Tag heute beiden richtig gut gefallen. Wir beide mögen die Arbeit, die wir hier zu tun haben. Was hast du heute gemacht? Oh, es hat heute mit Aufräumen angefangen. Am Anfang war es ein bisschen komisch. Aber dann kam nachher der Mann dazu und dann haben wir seinen ganzen Chat aufgeräumt. Und also seinen Unterstand. Und genau. Ja. Das war auf jeden Fall geil, mal wieder so einen alten, verrußten, vollgeschissenen mit Vogelkacke da wieder Leben einzuhauchen. So, ja, da ist immer noch viel zu tun. Aber wir haben jetzt auf jeden Fall schon mal ordentlich was geschafft hier. Genau, den haben wir noch angebracht. Da ein paar Sachen angehangen. Ah, es sieht schon irgendwie urig aus, finde ich. Also hier und da mal eine Sache. Ich meine, klar, der Schuppen muss mal gemacht werden. Das sieht man hier hinten. Der macht da noch schon ein paar Löcher. Das sieht cool aus. I like it. Das ist auf jeden Fall so das Tagesziel gewesen von heute. Und ich
Ich habe mich heute 6 Stunden um die kleine Maus gekümmert. Das war für mich richtig schön, weil ich liebe es einfach mit kleinen Kindern. Und ich habe schon irgendwie eine richtig gute Beziehung, soweit es natürlich möglich ist in der kurzen Zeit, aber doch schon echt was War denn Gutes erst mit der Mutti alleine aufgebaut. Ja. Und ja, also ich habe wirklich die 6 Stunden mit ihr fast komplett alleine verbracht und die ganze Zeit gespielt, gesungen und ich habe es sehr genossen. Ja, genau. Hallo, hallo, hallo. Wir machen uns jetzt auf den Weg zu unserer allerersten Wanderung. Wir mussten nämlich heute nur 2 Stunden arbeiten. Wir haben gestern ordentlich vorgearbeitet und jetzt ist das Wetter perfekt und wir wollen uns endlich mal diese wundervolle Umgebung anschauen. Und zwar nicht nur na klar, aber jetzt mal zum ersten Mal wirklich bei Walk. Ola hat irgendwie irgendeinen Wanderweg rausgesucht, der so 2 Stunden oder so gehen soll. One way. Und ja, wir freuen uns sehr darauf. Ich habe zum ersten Mal in meinem Leben Wanderschuhe an. Ich habe mir extra welche gekauft. Ist zwar schön, so stabil zu sein, aber die sind so schwer an den Füßen. Ich komme überhaupt nicht hinterher. Der Weg hat noch gar nicht angefangen. Wir sind noch auf dem Weg zum eigentlichen Track. Was wir so nicht von zu Hause kennen, ist, dass hier viele offizielle Wanderrouten über private Grundstücke führen und dass man deshalb hin und wieder Zäune über eine Treppe überqueren muss. 2 Stunden sind es auf jeden Fall. Pettigrew's Track Entrance. Check that. No 4x4. Jetzt geht der Track. Ich habe ja das Gefühl, der geht irgendwie so da rein. Jodlaihi. There we have Pigeon Bay. Und ich glaube, diese Bay da hinten, das ist Robinson Bay. Du kannst ja fast an den Wolken kratzen. Hallo! Oleg ist natürlich Typ querfeldein. Deswegen. Hopp, 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 hopp. Hier brauchst du auf jeden Fall auch deine Stiefel. Wow! Wow! Aber das ist genau das Richtige hier für uns. Bit buggy, really buggy. Ah, hier ist eine Quelle ist hier. Geil. Ja, aber deine Nature One müssten eigentlich komplett wasserdicht sein. Wow, that's buggy. That's buggy. Guck mal da, wer da schon wartet.
Zum Glück haben die hier keine Zecken, ne? Weiß ich nicht. Wow, Buggy again? Das ist wirklich so etwas weich und matschig. Yo, run, run. Straight. Wow! Ich gehe da lang, du kannst da hier lang gehen, okay? Wow! Wow! Warte! I'm soaked! Ja, also dieses Loch hier. Ich zeige euch nochmal den Schuh. Der war gerade auf jeden Fall totally underwater. Wer kommt denn da? Ist auf jeden Fall scratchy hier. Was hier so aussieht, ne? Vor allem auch alles so richtig, das ist richtig geschliffen. Ja, durch den Wind, ne? Und allein diese Maserung hier von dem Baum, wenn man sich das mal so anguckt, das ist schon, das ist babyweich. Kannst du so rübergehen. Da unten ist dein Property. Das heißt, wir gehen jetzt hier und dann gehen wir irgendwann so runter. Es wird auf jeden Fall sehr steil werden. Ist das nicht schön, hier so durch das hohe Gras zu tingeln? Also wir müssen auf jeden Fall immer da lang. I'm cutting the grass, cutting the weed. Nachdem ich den Hühnerstall hier mal ein bisschen geebnet habe, bin ich auch schon fast ganz oben angekommen. Nicht die Härte sind Oberlippenbärte, sondern die Dinger hier. Wenn dein Weed Eater sich in so einem Ding hier verhängt, dann wird das ganz schön anstrengend. Naja, das hier habe ich noch vor mir. Auf dem Weg zum Objekt der Begierde. Da muss eine Schraube gelöst werden, angeblich, damit der Throttle wieder richtig arbeiten kann. Und zwar handelt es sich dabei um das kleine Teil hier. Bazinga is not working. Aber ganze restliche Mechanik geht. Die bewegt sich. Aber die kleine hier hinten is not moving. Ja,
Deswegen werden wir hier jetzt mal die Mutti losmachen, die hier hinten drauf sitzt. Und den wird das schon alles werden. Ja, du musst hier nur einfach mal eine Schraube losmachen. Ich glaube, das ist alles ein bisschen fest erodiert, aber ich habe es auf jeden Fall gut wieder gängig bekommen. Man hier unschwer erkennen kann. Darüber geht hier eine Mechanik. Zack, 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 so ein Gestänge, der dann hier hoch geht zum Regler. Hier hinter sitzt die Pumpe. Dass wenn man mal ein bisschen mehr Saft braucht, dann kann man hier mal ein bisschen gleich aufkohlen. Genau. Wegen langer Standzeit mussten wir erstmal den Tank entwässern. Und zu guter Letzt auch noch die Einspritzleitungen. Das war unsere Zeit in Pigeon Bay. Und wir checken heute quasi aus. Wir verlassen heute unsere Woofing Location. Goodbye Pigeon Bay. Adios! Aber bevor im nächsten Video schon wieder der nächste Auszug ansteht, nehmen wir euch nochmal mit auf unsere kleineren und größeren Ausflüge während des Woofings, denn wir waren natürlich nicht immer nur zu Hause. Vielen Dank fürs Anschauen und wir freuen uns schon darauf, euch im nächsten Video wieder ein bisschen mit uns nach Neuseeland zu nehmen.